Hallo ihr Lieben! Heute zeige ich euch meinen saftigen Apfelkuchen mit Vanillepudding. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich ihn zubereite, bleibt dran! Ich starte gleich mit den Zutaten und der Zubereitung. Vier rote Äpfel, 700 Milliliter fettarme Milch, 80 Gramm Zucker, 60 Gramm Mandelblättchen, 2 Packungen zusammen 74 Gramm Vanillepuddingpulver, 1 Teelöffel Zimt, 2 Packungen 16 Gramm Vanillezucker, 2 Esslöffel gemahlene Mandeln, 1 Esslöffel Puderzucker, 1 Teelöffel Butter. Den Mürbeteig habe ich schon vorbereitet, mein Rezept dafür verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Den Boden meiner 26 cm großen Springform habe ich mit Backpapier ausgelegt. Optional könnt ihr jetzt noch den Rand mit Butter einstreichen. Nun knete ich die Mürbeteigkugel etwas platter und teile sie dann in 2 Hälften. Aus dieser Hälfte mache ich nun den Boden. Dafür knete ich ihn etwas weich, lege ihn in die Mitte des Bodens und knete ihn dann von innen nach außen zurecht. Die zweite Hälfte der Mürbeteigkugel habe ich in 4 gleich große Stücke geteilt. Die erste habe ich hier schon zurechtgelegt. Nun zeige ich euch das mit der zweiten, wie ich das mache. Den Teig rolle ich zwischen den Händen zu einer längeren Wurst und diese lege ich dann einfach entlang der Springform an den Rand. So habe ich das mit dem restlichen Teig gemacht, ich zeige euch das mal. Das ist viel einfacher als man denkt, probiert es einfach selber aus. Und nun knete ich mit den Fingern weiter den Rand zurecht. Das macht ja jeder irgendwie anders und da ich manchmal längere Fingernägel habe, habe ich hier so einen Trick und zwar mache ich eine Faust und drücke dann den Teig so weiter zurecht. Und mit einem Teigschaber kann man das alles noch schön begradigen. Jetzt gebe ich die Springform in den Kühlschrank. Und nun machen wir den Vanillepudding. Dazu gebe ich den Zucker, das Vanillepuddingpulver und etwas von der Milch in meine Schüssel und verrühre dies. Ich schütte noch so viel Milch nach, bis sich das ganze Pulver durch Rühren aufgelöst hat. Nun gebe ich die restliche Milch in meinen Topf und erwärme sie. Optional könnt ihr hier 200 Milliliter der Milch auch durch Sahne ersetzen. Sobald die Milch warm geworden ist, nehme ich den Topf wieder vom Herd runter, rühre die Puddingmasse nochmal glatt und gieße sie dann unter Rühren zur Milch hinzu. Die Flüssigkeit lasse ich jetzt unter Rühren weiter aufkochen und das mache ich so lange, bis eine feste Masse, also der Pudding, entstanden ist. Dann nehme ich es vom Herd wieder runter. Damit der Pudding jetzt schneller abkühlt, gebe ich ihn in einen anderen Behälter und decke ihn dann mit Frischhaltefolie zu, damit sich oben keine Haut bildet. Wenn euch mein Rezept gefällt, freue ich mich über euer kostenloses Abonnement und damit ihr kein Video mehr verpasst, aktiviert gerne die Glocke.
Die Äpfel habe ich geschält und klein geschnitten. Ich zeige euch das mal, so in mundgerechte Stücke. Nun vermische ich sie mit Zimt und Vanillezucker. Optional könnt ihr hier noch eingelegte Rosinen dazugeben. Die Springform habe ich aus dem Kühlschrank geholt und verteile jetzt die gemahlenen Mandeln darüber. Für weitere leckere Rezepte von mir schaut gerne in meiner Playlist vorbei. Diese verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung, wo ihr auch nochmal die Zutaten findet. Und nun gebe ich die Äpfel hinein. Der Vanillepudding ist jetzt etwas abgekühlt, ich rühre den nochmal glatt und verteile dann die Masse auf dem Kuchen. Ich habe spontan eine tolle Idee. Man könnte ja denselben Kuchen mit gut abgetropften Kirschen und Schokoladenpudding backen. Ich glaube, das werde ich auch mal probieren. Habt ihr da Interesse an seinem Rezept? Wenn ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Und nun verteile ich die Mandelblättchen darüber. Ich backe bei 160 Grad Ober- und Unterhitze für 60 Minuten. Nach 45 Minuten könnt ihr kurz prüfen, ob eure Mandelblättchen dunkel werden. Wenn es zu dunkel wird, könnt ihr es nämlich mit Backpapier noch abdecken. Nach dem Backen lasse ich den Kuchen für mindestens 3 Stunden oder über Nacht auskühlen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abonnement. Bis zum nächsten Video.